Hallo zusammen, ich bin mit einem neuen technischen Analysevideo zurück. Heute schauen wir uns gemeinsam die aktualisierte letzte Elliott-Zählung an. Und wie ihr sehen könnt, hat uns dieser vergangene Zeitraum auf höherer Zeitebene eigentlich die klare Struktur der großen vierten Bewegung gezeigt. Deshalb ist die Aufwärtswelle 1, 2, 3, 4, 5 hier abgeschlossen. Und nachdem wir unsere dritte große Bewegung abgeschlossen haben, sind wir in die vierte große Bewegung übergegangen. Und seit gestern ist auch dieser Abschnitt abgeschlossen, Freunde. Von hier aus sehen wir gerade eine erste Impulsbewegung, die die erste Aufwärtsbewegung eingefangen hat. Die darauf folgende Abwärtswelle wird uns die zweite Phase zeigen. Und nach der zweiten Welle erwarten wir, dass sich die Bewegung bis zur dritten Welle sehr stark fortsetzt und anschließend bis zum 3. August die Aufwärtsbewegung abschließt, woraufhin wir in eine ernsthafte Abwärtsbewegung übergehen werden. Der wichtige Punkt hier, Freunde, ist folgender: Um eine Position eingehen zu können, ist dies klar der Long-Einstiegsbereich. Und ich erwarte, dass die bevorstehende Aufwärtsbewegung uns durchschnittlich etwa 10% nach oben bringen wird. Deshalb ist ein 10%iger Anstieg eine ernsthafte Bewegung, ein guter Gewinnmarge und ich zögere nicht, euch das zu zeigen. Ihr könnt mich natürlich unterstützen, indem ihr diesem Video ein Like gebt und den Kanal abonniert. Ebenso werde ich euch zeigen, wie man in dieser Region eine Short-Position eröffnet und aus welchem Bereich sie kommt. Deshalb solltet ihr unbedingt den Kanal abonnieren, die Benachrichtigungen aktivieren und dranbleiben, Freunde. Nun haben wir gesagt, dass das Momentum dieser Aufwärtsbewegung sehr stark sein wird. Schaut, die dritte Welle hat sich hier ebenfalls sehr stark entfaltet und wieder hat sich die dritte Welle hier sehr stark entfaltet, aber wie ihr sehen könnt, war das Momentum in der fünften Welle deutlich kürzer und auch hier wird die fünfte Welle wahrscheinlich eine Aufwärtsbewegung bis zur mittleren Trendlinie zeigen. Und diese Aufwärtsbewegung wird uns zeigen, dass Bitcoin ernsthafte Höchststände erreichen wird, etwa zwischen 128 und 132 $. Wir treten in eine sehr volatile Phase ein, etwa 10 Tage verbleiben, und in diesen 10 Tagen wird sich vieles entscheiden. Sollte ich mich hier irren, könnte der Preis direkt den Bereich von 135 $ durchbrechen und eine sehr starke Aufwärtsbewegung darüber hinaus machen. Aber ich sage euch, dass eine korrekte Analyse vorliegt und diese Analyse I am Durchschnitt von diesen Bereichen aus geschortet werden sollte. Innerhalb dieser Short-Position kann man den Trend ganz normal mit einem schönen Hebel verfolgen. Sollte sich die fünfte Welle sehr stark fortsetzen und ich mich irren, könnten wir in eine höhere Phase eintreten, in der Bitcoin auf 140, 150 $ steigen könnte. Aber momentan denke ich das nicht. Und das Nichtüberschreiten dieses mittleren Bandbereichs zeigt uns eigentlich sehr deutlich die Verkaufssignale. Jetzt möchte ich euch Ethereum zeigen und eine großartige Phase, die dort stattfindet. Und ich werde euch Niveaus zeigen, auf denen in Ethereum viel ernsthaftere Gewinne erzielt werden können. Wie ihr sehen könnt, sagte ich euch am letzten Video, dass ein Rückgang bis hierher unsere vierte Welle bilden würde und das ist jetzt eingetreten, Freunde. Ich hatte euch gesagt, dass hier eine neue Aufwärtsbewegung beginnen wird und dass es sich um ein Impulsmomentum handelt. Ich sage euch ganz klar, dass der Rückgang bei Bitcoin für uns eigentlich eine Kaufgelegenheit bei Ethereum darstellt. Was für eine Phase könnten wir also sehen? Nach einem kleinen Anstieg wird mit dem Rückgang bei Bitcoin, also mit der zweiten Welle, auch Ethereum bis zu diesen Bereichen zurückkommen und uns eine viel volatilere, stärkere dritte Welle zeigen. Nach einer kurzen Verweildauer hier und einem letzten Impuls, der die fünfte Welle abschließt, werdet ihr die starke rote ABC-Abwärtsbewegung sehen. Der Bereich der vierten Welle wird ungefähr hier liegen und die fünfte Welle wird am Bereich zwischen 4,4 und 4,15 $ liegen, Freunde. Deshalb ist dieser Block bei Ethereum ein sehr starker Verkaufsbereich und ich hoffe, ihr könnt in dieser Zone gute Short-Positionen finden. Nun liegt eigentlich eine Long-Position vor uns. Bei Ethereum wird, ähnlich wie hier, mit diesem Rückgang eine neue Aufwärtsbewegung beginnen, die eine Gewinnmarge von etwa 15% mit sich bringen könnte. Und der wichtigste Punkt ist folgender: Eine neue Short-Bewegung von hier aus wird uns ernsthafte Gewinne bringen. Dies ist die letzte Bewegung, Freunde, und Ethereum wird hier sehr stark steigen und uns aus dem Bereich von etwa 4,4 $ eine Short-Position bieten. Natürlich werde ich diese Analysen weiterhin regelmäßig aktualisieren und ihr könnt sie durch ein Abonnement nicht verpassen.
In dieser Ethereum-Phase denke ich, dass der Rückgang bis in den Bereich zwischen 3,5 und 3,7 Dollar gehen wird. Und mit diesem Rückgang könnte eine neue Aufwärtsbewegung angestrebt werden. Aber am Moment ist es noch zu früh, darüber zu sprechen, denn vor uns liegt noch eine Phase, in der wir einen Anstieg erwarten. Ich hoffe, dass ihr in dieser Phase gute Gewinne erzielt und den Ethereum-Anstieg verfolgt, ohne in FOMO zu verfallen. Denn hier werde ich eine Short-Position eingehen und wenn ich eine Short-Position eingehe, bricht der Markt in der Regel zusammen, Freunde. Jetzt wechseln wir zu XRP. Bei XRP gab es eine sehr starke Verkaufsbewegung und ich hatte euch in meinem vorherigen Video davon erzählt. Wie ihr sehen könnt, hatte ich euch gesagt, dass diese Korrekturbewegung kommen wird und dass wir nach diesem Rückgang in eine neue Aufwärtsbewegung übergehen werden, Freunde. Gleichzeitig kann ich sagen, diese Bewegung könnte der Höhepunkt der dritten Welle sein. Wir befinden uns möglicherweise gerade in der vierten Welle. Und das könnte uns folgende Struktur zeigen, Freunde. Nach einem Ausbruch und einer weiteren Konsolidierungsphase sehen wir mit einer sehr kurz starken Aufwärtsbewegung erneut 4,20 $ und von dort wird XRP zurückfallen, was uns 2,60 $ sehen lassen wird. Diese Phase, die ihr hier seht, ist eigentlich eine viel langfristigere Bewegung. Aber momentan denke ich, dass dieser Rückgang und der anschließende Anstieg ganz natürlich sind, dass die ABC-Struktur abgeschlossen ist und anschließend ein ernsthafter Anstieg bevorsteht. Deshalb, wenn ihr XRP haltet, sind wir jetzt in einem Bereich, in dem ihr vorsichtig sein solltet. Denn hier gab es die erste ernsthafte Verkaufsbewegung und weitere Verkäufe könnten folgen. Ich verspreche euch nicht, dass XRP 50 $ oder 100 $ erreichen wird mit solchen absurden FOMO-Sätzen. Ich versuche euch realistische Niveaus zu zeigen und stehe hinter meinen Analysen. Wenn euch diese Analysen gefallen, könnt ihr mir folgen und den Kanal durch ein Like auf das Video unterstützen. Jetzt lasst uns gemeinsam analysieren, wie die Aufwärtsbewegung in dieser Phase tatsächlich zu einer Long-Position bei XRP führen könnte. Schaut, bei XRP könnte hier eine weitere Aufwärtsbewegung von etwa 30% erfolgen. Wenn wir es betrachten, bei Bitcoin etwa 10%, bei Ethereum etwa 15% und bei XRP etwa 25-30% Anstieg. Daher wirkt XRP zwar vorteilhafter, aber für eine sicherere und fundiertere Analyse ist es immer sinnvoll, bei Bitcoin und Ethereum zu bleiben, Freunde. Nachdem ich euch diese Informationen gegeben habe, bitte ich euch, gut auf euch aufzupassen. Wir sehen uns in neuen Analysen wieder. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund.